Warten auf den Star. Letzte Probe vor dem Tourneebeginn mit Puccini-Programm. Die CD dazu landete in Deutschland in den Top 10 der Popcharts, gleich zwischen Motorhead und Andreas Burani. Für Klassik eine absolute Ausnahme. Entschuldigung, ich habe Herrn Kaufmann heute noch nicht vorgestellt, Sie kennen ihn ja schon längst. Hallo. Wir dürfen exklusiv dabei sein und ein wenig den Phänomenen Kaufmann und Puccini nachgehen. Zwei, die Frauen absolut begeistern. Ecco la casa dea che orrenda notte strane voci m'inseguon. Puccini ist eigentlich ein Komponist, der immer schon als einer galt, der sehr modern geschrieben hat, der sehr fürs Herz, für die Seele, fürs Volk geschrieben hat. Und diese Melodien sind einfach unglaublich eingängig und gleichzeitig wahnsinnig mitreißend. Und insofern scheint sich das bis heute fortzusetzen und noch zu bestätigen, dass man mit gutem Puccini bis in die Charts vordringen kann. Irgendeine Puccini-Arie kennt jeder. Und fast meint man mitsingen zu können. Doch die Leichtigkeit täuscht. Es sind anspruchsvolle Linien, teilweise sehr lange Linien, die sehr von weit unten bis weit oben, also ein großer Ambitus stimmlich bedarf und vor allem viel Power. Denn das Problem ist eben, wenn alle anderen auch mittun, will man ja trotzdem den Sänger hören und nicht nur irgendwo im Orchesterklang untergehen lassen. Dazu kommt natürlich noch die emotionale Seite. Man kann das nicht wie Hänschen klein singen. Es ist wirklich etwas, was einen selber packt und was man auch entsprechend füllen muss mit Emotionen, mit Gefühlen. Und das Ganze als Paket dann kann schon sehr auslaugend sein. Puccini war schon zu seiner Zeit eine Berühmtheit, wie ein Popstar. Der Autonah- und Technikfreak setzte seine Lebensgier, seine Neugier in der Musik um. Sein Geheimnis ist vielleicht die Bodenständigkeit und Volksnähe seiner Figuren. Das macht ihn auch heute noch so erfolgreich. Man kann Puccini sicherlich nicht nachsagen, dass er keine Erfahrungen hatte in den Dingen, die er da beschrieben hat, ob es um Liebe, Eifersucht oder natürlich auch Verzweiflung und Tod ging. All das hat er reichlich gekannt in seinem Leben, das Gute wie das Schlechte, und hat also das Leben in vollen Zügen genossen. Ein absoluter Lebemann, der auch sehr oft für die Moderne aufgeschlossen war, der offensichtlich auch einen ziemlichen Frauenverschleiß hatte. Ich kenne ihn seit 2002 in Zürich, wo er noch, ich möchte nicht sagen Kleinstpartien gesungen hat, aber Rollen gesungen hat, die eben, man sagt Comprimario-Rollen, also Nebenrollen. Und von denen hat er sich sukzessive nach oben gearbeitet und genau das ist das Fundament, das er braucht oder das er heute auch nutzt, um diese Rollen singen zu können. Jonas Kaufmann, dessen Repertoire von Belcanto bis Wagner reicht und den eine englische Zeitung als Hottest Tenor of the World bezeichnet hat, strahlt genauso viel Lebensfreude aus, wie Puccini nachgesagt wird. Und man spürt seine Begeisterung für dessen Musik. Die Aufführung zum Tourneeauftakt in der Alten Oper Frankfurt war innerhalb weniger Minuten ausverkauft.
Was für eine Stimme. Und er macht schon eine verdammt gute Bella Figura. Fia